Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe mir überlegt, wie ich meine Videoarten, die ich früher mal gemacht habe, und den neuen Stil, wie ich das am besten vereinen kann. Denn ich habe das Feedback von euch bekommen, dass euch die neuen Videos total gut gefallen, aber ihr auch die alten vermisst. Und ich habe in meinem Best-of schon als Intro schon erklärt, dass ich das schwierig finde, das alles auf einem Kanal irgendwie zusammenzufassen, weil es irgendwie so gar nicht passt, so ganz unterschiedliche Stile, und die Menschen, die die eine Art mögen, werden sicherlich enttäuscht sein, wenn sie dann auf die andere treffen und umgekehrt, und ich denke, das wird ein zu großes Durcheinander. Aber was ich auf jeden Fall gut in diese Videos integrieren kann, ist, dass ich das Konzept vom Easy Living Kanal, von meinem Zweitkanal, nochmal aufleben lasse. Falls ihr das nicht kennt, schaut da wirklich gerne nochmal vorbei. Ist schon 3 Jahre alt oder so, die Inhalte dort. Aber ja, wir hatten damals sehr viel Spaß und ihr auch. Und das Feedback war überragend. Und dort habe ich mich immer mit einer Freundin zusammengesetzt, jeden Sonntagmorgen. Und wir haben darüber gesprochen, was uns in der letzten Woche, die Woche verschönert hat, erleichtert hat, was uns ja irgendwie was Positives gebracht hat, um uns durch diese Woche zu bringen. Und das hatte ganz viele tolle Effekte, wie sie mir auch beschrieb, dass man im Alltag viel mehr den Fokus auf das Positive lenkt, weil man ja weiß, am Sonntag treffen wir uns und sprechen über das Gute, über das, was uns in der Woche geholfen hat oder uns gut getan hat. Und das Wissen, dass wir darüber sprechen und man was berichten muss, sorgte schon dafür, dass der Fokus ganz anders war. Und das ist ja etwas, das wir alle gut gebrauchen können, den Fokus auf das Positive zu legen. Und auch mir hat dieses Konzept sehr gut gefallen. Das ist auch etwas, das ich sowieso grundsätzlich für mich praktiziere. Und so dachte ich mir, passt das doch total gut, wenn ich das an meine Videos hinten dran hänge und so immer mit so einem kleinen positiven Impuls ende und euch dazu einladen mag, jedes Mal wieder bei jedem Video mir doch eures da unter das Video zu schreiben. Also, dass ihr quasi mitmacht. Jetzt bin ich alleine hier und nicht mehr mit einer Freundin zusammen, was nicht so viel Gelächter hergibt. Wir haben uns damals kringelig gelacht die meiste Zeit. Aber was euch einlädt, mein Videopartner zu sein, macht mit, schreibt mir doch eure Erlebnisse drunter. Was hat euch die letzte Woche erleichtert, verschönert? Das kann ein Dings sein, wenn es denn ein Dings ist. So war das damals, dass die ein oder anderen Helferlein, Gegenstände uns tatsächlich den Alltag erleichtert haben oder uns durch die Woche getragen haben. Das können aber auch Einstellungen sein, Erkenntnisse, Überzeugungen, Menschen. Es kann tatsächlich alles sein. Fühlt euch da bloß nicht limitiert, sondern ja, fühlt in euch hinein, was war es, und teilt es sehr, sehr gerne mit mir und mit allen anderen, sodass wir vielleicht unter jedem Video so einen kleinen Pool an Positivität aufbauen. Und jeder, der dann das Bedürfnis hat, sich noch ein paar positive Impulse abzuholen, der kann einfach in die Kommentare schauen und herausfinden, wie es anderen so ging, und vielleicht einen Impuls für sich selbst daraus mitnehmen. Das ist meine Idee, und ich würde mich mega freuen, wenn ihr sie teilen mögt und mitmachen mögt. Ich werde das in den nächsten Videos sicherlich nochmal anregen und nochmal vorstellen, also habt ein bisschen Geduld, denn nicht jeder sieht ja auch dieses erste Video dieser Art bis zum Schluss, sodass es ein bisschen dauert, bis das unter Umständen ankommt. Also, das ist meine neue Idee. Schreibt mir natürlich auch gerne, wie sie euch gefällt. Jetzt kommen wir zu dem, was mir die letzte Woche vereinfacht hat. Und das war tatsächlich die Erinnerung an meine Leichtigkeit. Ihr wisst ja, ich lebe ja eigentlich immer sehr, ja, sehr leicht, auch in nicht leichten Zeiten. Und dafür stehe ich ja auch, mit Leichtigkeit mehr zu erreichen. Und dennoch kommt auch mir meine Leichtigkeit immer mal wieder ein Stück weit abhanden. Und in der letzten Zeit ist da schon tatsächlich für meine Verhältnisse relativ viel verschwunden. Und mich an meine eigene Leichtigkeit zu erinnern und sie dann einfach zu wecken und wieder zu leben, hat mir in der letzten Woche mehrfach ja, unglaublich gut getan. Es ist sehr viel Last von mir gefallen, einfach nur mit der Erinnerung daran, hey, du lebst eigentlich Leichtigkeit. Wo ist denn die? Hol doch mal wieder raus, mach doch mal wieder. Einfach nur dadurch. Und natürlich werden die Dinge dadurch nicht ganz einfach. Es ist nicht alles, was jetzt gerade eben noch vor 5 Minuten schwierig, kompliziert, anstrengend war, plötzlich
toll, sondern es bleibt schwierig, kompliziert und anstrengend, aber ich kann das mit einer anderen Energie angehen. Sehr viel energiegeladener, sehr viel weniger verbissen, weniger fokussiert. Die Scheuklappen sind gar nicht mehr da. Ich sehe viel klarer, viel mehr. Ja, hat für mich immer wieder einen sehr, sehr tollen Effekt. Und faszinierend für mich ist immer wieder, dass ich ja diese Leichtigkeit grundsätzlich immer schon sehr viel lebe und sie ja auch nie so richtig verloren habe, aber dennoch immer wieder zu mehr Leichtigkeit zurückfinden kann. Es gibt immer wieder ein Zurück zu noch mehr Leichtigkeit, auch wenn man schon denkt, es läuft gut. Vielleicht kennt ihr das. Manchmal denkt man, ja, ach, aber das kann ich eigentlich schon ganz gut oder ja, ich bin ja eigentlich ein sehr, keine Ahnung, so und so Mensch. Aber auch da gibt es eigentlich immer noch mal wieder ein Zurück zu noch angenehmer, zu noch wohlfühliger. Womit ich kein Leistungsdenken meine. Ich meine hier nicht, das als neue Challenge oder Herausforderung zu sehen. Ich muss aber noch mehr Leichtigkeit in mein Leben bringen. Damit hat es tatsächlich nichts zu tun. Aber ja, wir glauben manchmal, wir sind so und so oder wir sind der und der Mensch. Das stimmt ja sicherlich auch. Ich bin ein Mensch, der eigentlich immer mit sehr viel Leichtigkeit und Klarheit und diesen ganzen Dingen durchs Leben geht. Aber auch ich verliere es mal ein Stück weit und kann wieder dahin zurückkommen. Wenn man sich, wenn man in seinem Kopf einfach nur die Überzeugung hat, ich bin ein Mensch, der mit Leichtigkeit durchs Leben geht, Punkt. Daran brauche ich nicht groß was rütteln, ich bin mit sehr viel Leichtigkeit unterwegs. Dann verpasst man unter Umständen diese vielen Nuancen dazwischen, wo man feststellen kann, eigentlich ist mein Leichtigkeitslevel hier und jetzt gerade ist es da. Und vielleicht würde es mir helfen, mich daran zu erinnern und dahin zurückzukehren. Das ist es eher. Nicht mein Leichtigkeitslevel ist hier und ich bin der Meinung, boah, da oben geht aber noch was. Ich muss unbedingt noch besser, toller, geiler werden. Das meine ich nicht, sondern eben wirklich nicht nur daran zu erinnern, diesen Stempel, den man sich selber aufdrückt. Ich bin doch aber so und so. Im Negativen haben wir das ja auch ganz oft, kennt ihr. Aber den Stempel, den man sich aufdrückt, im Positiven, sich nicht darauf auszuruhen, sondern immer wieder zu prüfen, lebe ich noch so mein Leichtigkeitslevel oder habe ich da irgendwie was verloren und würde es mir gut tun, dahin zurückzukommen. Vielleicht stellt man ja auch fest, da oben ist normalerweise mein Leichtigkeitslevel, aber eigentlich tut mir das aus irgendwelchen Gründen nicht gut. Kann ja auch sehr gut sein, aber ja, sich nicht auszuruhen auf der Erkenntnis, ich weiß ja, wer und wie ich bin und das passt schon so, sondern immer mal wieder zu hinterfragen und unter Umständen zurückzukehren. Das war in der letzten Woche immer mal wieder sehr erhellend und tragend und unglaublich befreiend für mich. Es fühlt sich immer an, als würde kiloweise Last von mir abfallen. Einfach nur diese Erkenntnis und die Rückkehr zu eben meiner Leichtigkeit. Ja, so war's. Ich wünsche euch jetzt eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis zum nächsten Video. Ich weiß gerade noch nicht so genau, wie sich das hier einpendelt, in welchem Rhythmus. Ja, schauen wir einfach mal. In jedem Fall werde ich beim nächsten Video wieder erzählen, was mir die letzten Tage oder die letzte Woche, wenn es dann ein bisschen länger sein sollte, bis zum nächsten Video erleichtert hat. Und jetzt freue ich mich, wenn du direkt hier unter die Kommentare oder in die Kommentare unter das Video mir reinschreibst, wie es dir so ergangen ist. Also hab eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich freue mich aufs nächste Video und auf dich. Mach es gut. Tschüss.